Der RISE Sustainable Future of Food ETF investiert weltweit in Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, Landwirtschaft und dem Wassermanagement, die nach Auswahl des Indexanbieters wohl besonders innovativ und nachhaltig sein sollen. Wie der ETF versucht, eine gute Performance zu erreichen, wie er bisher performt und wie meine Meinung zu diesem ETF ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Vielen Dank an Jan Engelmann, AG, Fabian Marquardt und Martin Kremer. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden und erfahre, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen. Der RISE Sustainable Future of Food ETF basiert auf dem Foxberry Thematica Research Sustainable Future of Food Index und der ETF enthält aktuell lediglich 45 Aktien, was schon eine sehr geringe Anzahl ist und für eine geringe Diversifikation bzw. für ein größeres Risiko beim Investment spricht. Auffällig ist auch, dass hier keine Aktien mit sehr großer Marktkapitalisierung, also grob gesagt Börsenwert, enthalten sind. 18% der Aktien im ETF besitzen eine große Marktkapitalisierung. Die meisten Aktien, nämlich 34%, kommen auf eine mittelgroße Marktkapitalisierung, während die restlichen beinahe 50% eine kleine Marktkapitalisierung haben oder sogenannte Microcaps sind. Der ETF beinhaltet also überwiegend kleinere Unternehmen, was das Risiko weiterhin erhöht, aber möglicherweise auch zu einer gesteigerten Rendite führen könnte, sofern diese wenigen kleinen Unternehmen stark wachsen. Dieser RISE ETF ist ein ETF für nachhaltig produzierte Lebensmittel und investiert gezielt in Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette der Lebensmittelindustrie tätig sind, um nach eigenen Angaben ein nachhaltigeres und sozial gesehen gerechteres Lebensmittelproduktionssystem zu entwickeln. Der Fokus soll hier auf Innovationen entlang der Lebensmittelkette liegen. Innovationen bezieht der ETF bzw. der Index auf die Themenbereiche erstens pflanzliche und Bio-Lebensmittel, zweitens Zutaten, Geschmacksstoffe und Duftstoffe, drittens Lebensmittelsicherheit und Lebensmitteltests, viertens Präzisionslandwirtschaft, fünftens Agrarwissenschaft, sechstens Wassertechnologie, siebtens Lieferkettentechnologie und achtens nachhaltige Verpackungen. Aufgenommen werden in den Index hinter diesem ETF ausschließlich Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihres Umsatzes oder operativen Gewinns in diesen Themenbereichen erwirtschaften. Dazu gibt es in der Beurteilung verschiedene Levels bzw. Stufen, die die Unternehmen in diesen Themenbereichen erreichen können. Stufe 1 ist die niedrigste Stufe. Das Unternehmen ist hier mit dem Thema nur indirekt verbunden. Es müssen mindestens spezifische Betriebsgewinn- oder Umsatzdaten in diesen Themenbereichen gemeldet werden, die überprüft und nachvollzogen werden können. Unternehmen der Stufe 1 sind allerdings in diesem ETF und Index ausdrücklich nicht dabei. Auf der Stufe 2, das sind dann Aktien und Unternehmen, die im ETF bzw. Index enthalten sind, muss das Unternehmen zwischen 20 und 50% seines ausgewiesenen Betriebsgewinns oder Umsatzes in diesen Themenbereichen erzielen. Stufe 3, das Unternehmen generiert zwischen 50 und 80% seines gemeldeten Betriebsgewinns oder Umsatzes in diesem Thema. Stufe 4, das Unternehmen generiert zwischen 80 und 90% des Betriebsgewinns oder Umsatz in diesem Thema. Und Stufe 5, was die höchste Stufe ist, das Unternehmen erzielt zwischen 90 und 100% seines Gewinns oder Umsatzes mit diesem Thema. Die Gewichtung im Index richtet sich dann nach diesen 5 Stufen. Je höher die Stufe, desto größer ist das Unternehmen auch im Index gewichtet, sowie zum Teil aber auch nach der Marktkapitalisierung des betreffenden Unternehmens. Unternehmen, die möglichst viele Umsätze oder Gewinne in den vom ETF angestrebten Themenbereichen erzielen und eine hohe Marktkapitalisierung in den letzten Monaten aufweisen, sind also tendenziell am höchsten hier gewichtet. Der Index wird in einem halbjährlichen Rhythmus angepasst. Wer steckt aber eigentlich hinter diesem Index? Das ist vor allem das Unternehmen Thematica Research, die ein Partner von RISE, also dem ETF-Anbieter sind. Also kein unabhängiger Indexanbieter eines Standardindex, sondern demnach eher ein Index, der extra entworfen wurde, um für diesen ETF eine Grundlage zu bilden. Die Kriterien, die eben genannt wurden, sind zwar in Bezug auf die Gewichtung sehr klar geregelt, die Auswahl der Unternehmen und die Beurteilung, ob ein Unternehmen in einem der genannten Themenbereiche aktiv ist jedoch subjektiv geprägt. Thematica Research akzeptiert allerdings nach eigenen Angaben bei der Gewichtung keine Form von Entschädigung oder Zahlungen von Unternehmen, wie beispielsweise Kompensationszahlen für irgendwelche Umweltschäden, also zum Beispiel für Pflanzung von Bäumen und so weiter, um sich einen Platz im Index zu erschleichen bzw. besser dazustehen, was eine sehr löbliche Einstellung ist, wenn man ein möglichst realistisches Bild des Marktes erwartet. Thematica untersucht nach eigenen Angaben die jeweiligen Unternehmen genau und identifiziert danach das jeweilige Anlagethema, in dem es, Zitat,
Die Schnittmenge von sich wandelnden wirtschaftlichen, demografischen, psychografischen und technologischen Entwicklungen vermischt mit regulatorischen Vorgaben und anderen gestaltenden Parametern. Da das Unternehmen Thematica selbst nicht in der Lage ist, den Index, den sie per Recherche und Auswahl der Unternehmen definieren, auch als offiziellen Index zu verwalten, hat Rise als ETF-Anbieter das andere Unternehmen mit dem Namen Foxberry Limited mit der Verwaltung des Index beauftragt, den der Rise Sustainable Future of Food ETF eben nachbildet. Foxberry ist zwar als unabhängiger Indexverwalter beschrieben, das können sie hier auch sein, denn Thematica Research ist ja zuständig für die Gestaltung des Index, dennoch ist dieses Konglomerat hier insgesamt natürlich nicht unabhängig, sondern bewusst so gewählt und könnte nach Belieben die Firmen im Index und im ETF durchwechseln, wenn man es genau nimmt. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei in etwa 33,5% des Gesamtportfolios des ETFs aus und sind damit sehr stark ausschlaggebend für den Kurs des ETFs, da sie eben ca. für 1/3 der Kursbewegungen verantwortlich sind. Allerdings ist keine einzelne Aktie stärker als 5% gewichtet. 57% der Aktien stammen aus den USA, 7% aus Schweden, 5,8% aus der Schweiz und Japan und das Vereinigte Königreich reihen sich dahinter ein. Aus Asien sind neben Japan noch Taiwan und Südkorea enthalten. Die Aktien stammen dabei zu mehr als 30% aus dem Sektor der Basiskonsumgüter, ebenfalls knapp 30% machen die Grundmaterialien aus. Die zyklischen Konsumgüter kommen auf beinahe 20%, während der Rest der Industrie und dem Gesundheitswesen zuzuordnen ist. Schauen wir einmal auf die 10 größten Aktien im ETF im Detail. Die Aktien in den Top 10 des ETFs treffen ziemlich genau den Kern des Rise ETFs. Sie sind alle dem Lebensmittelsektor nahestehend. FMC und Balchem beispielsweise sind dem Chemiesektor zuzuordnen. SIG Combi Block sowie OI Glass in der Verpackungsindustrie. Beyond Meat, Tattooed Chef und Oatly sind sicher ebenfalls vielen von euch bekannt als Anbieter von überwiegend veganen Lebensmitteln. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist hier zwar relativ stabil, von 6% Wachstum in 2015 bis hin zu 28% Wachstum in 2018. Allerdings sei gesagt, dass bei Unternehmen wie SIG, Beyond Meat, Tattooed Chef sowie Oatly teilweise erst seit 4 oder sogar nur einem Jahr überhaupt Umsätze zu erfassen sind. Das beeinträchtigt die Aussagekraft der gesamten Kennzahlenanalyse natürlich leicht negativ, denn weniger Daten bedeuten auch eine höhere Unsicherheit im Einzelfall. Beyond Meat hingegen konnte seine Umsätze in jedem Jahr kräftig steigern, während Euglena beispielsweise durchgängig rückläufig im Umsatz ist, seit 2 Jahren und OI Glass ebenfalls. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir diese extremen Schwankungen deutlich ausgeprägter. Dadurch, dass viele Unternehmen erst seit kurzem am Markt sind, gibt es hier natürlich auch teilweise sehr schwache und vor allem negative Ergebnisse im Gewinn, da die Unternehmen eben noch im Aufbau sind. Das Wachstum bei negativen oder kleinen Gewinnen ist daher kein zuverlässiger Indikator. Wenn wir hier Wachstumszahlen von mehr als plus 900% und dann sogar von mehr als 400% Minus sehen, ist klar, dass die Unternehmen eben noch sehr kleine Gewinne erwirtschaften. Das spiegeln uns auch die EBIT-Margen wider, die praktisch um den Nullpunkt herum tendieren, im Durchschnitt über die Top 10 Aktien. Aktuell ist der Sektor nicht stabil rentabel. Die Anleger wetten mit diesem ETF quasi darauf, dass sich das in Zukunft ändern wird und dass sich dieser positive Trend dann auch in den Aktienkursen der einzelnen Unternehmen widerspiegelt und dementsprechend dann auch der ETF im Kurs steigt. FMC und Balchem legen hingegen eine relativ konstante EBIT-Marge hin, die nahezu auf die 20% zugeht, was jetzt auch nicht übertrieben berauschend gut ist. SIG und OI Glass hingegen hängen sehr stabil bei ca. 10% EBIT-Marge fest, während sich Kellervue in Richtung 0% bewegt. Euglena, Oatly und Beyond Meat sind hingegen im Verlust im operativen Ergebnis unterwegs, weswegen hier die EBIT-Marge eben insgesamt kaum einen Wert liefert. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen wir, dass die Aktien, gerade auch weil ihr Gewinn so niedrig ist, relativ hoch bewertet sind. Bei den Aktien, die Verluste aufweisen, gibt es natürlich kein Kurs-Gewinn-Verhältnis, was dazu führt, dass das eigentlich realistische KGV wesentlich höher ist als 36, wie zuletzt 2020 hier in dieser Grafik. Beispielsweise Euglena lag 2015 bei einem KGV von mehr als 300 und seit 2018 gibt es hier kein KGV mehr wegen des fehlenden Gewinns. Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist hier also ebenfalls stark eingeschränkt bis nicht vorhanden. Obwohl der ETF thesaurierend ist, wie wir gleich sehen werden, sind ein paar Unternehmen dabei in den Top 10 Aktien, die Dividenden ausschütten, teilweise von über 3%.
Das sind FMC, Balchem, SIG, Callawoo und OI Glass, was gleichzeitig auch überwiegend die Aktien mit den stabilsten Margen sind, also wenn dann sogar schon eher in Richtung Value-Aktien gehen könnten. Die kleineren, jüngeren Unternehmen schütten hingegen keine Dividende aus. Es ergibt daher auch aufgrund des Mixes von Dividendenzahlern und Wachstumstiteln Sinn, dass dieser ETF tesorierend ist. In der Bewertung des Portfolios erhält der ETF tatsächlich nur 2 von 5 Sterne. Die Kennzahlen besitzen außer der Aussage, dass die Unternehmen noch sehr jung sind überwiegend und die Zahlen wenig Aufschluss bieten, eben kaum weitere positive Aussagekräfte. Die Wette, dass die Unternehmen in Zukunft in den Kennzahlen und der Rentabilität stark wachsen werden, zusammen mit der Tatsache, dass die Branchenstreuung natürlich sehr gering ist und sich alle Unternehmen auf einen ähnlichen Sektor konzentrieren, ist eben ein typisches Indiz für eine starke Branchenwette mit erhöhtem Risiko. Ohne natürlich, dass es eine Garantie gibt, dass diese Kennzahlen in Zukunft auch in dieser Branche insgesamt wachsen werden. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von knapp 260 Millionen Euro liegt der Rise Sustainable Future of Food ETF über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit August 2020, also gerade einmal etwas mehr als ein Jahr, was eine sehr kurze Bestandsdauer im Verhältnis dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung des ETFs ist zwar unwahrscheinlich, dennoch nicht ausgeschlossen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,45% liegt dieser ETF genau im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der eben bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Damit zählt der ETF zu den eher teuren ETFs in dieser Videoreihe, da einige breit gestreute All-World-ETFs oder World-ETFs auch auf unter 0,2% Gesamtkostenquote kommen. Dieser RISE-ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern wandern zurück in den Kurs des ETFs, steigern darüber über den ETF-Kurs also die Profite des Anlegers. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, das heißt, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet, was bei ca. 45 Aktien im ETF bzw. Positionen im Index auch nachvollziehbar ist. Da der ETF der Gewichtung im Index folgen muss und diese nachbildet, weicht in der Regel der ETF-Kurs vom Kurs des Index ab. Diese Abweichung, auch Tracking-Differenz genannt, ist allerdings aufgrund der kurzen Bestandsdauer des ETFs noch nicht messbar. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Produktkriterien 3 von 5 Sterne. Eine kurze Bestandsdauer mit aber bereits relativ ordentlichem Fondsvolumen, allerdings wiederum noch keinen Daten zur Tracking-Differenz sowie einer eher hohen Gesamtkostenquote bringen mich eben zu dieser Wertung. Wir vergleichen heute den RISE Sustainable Future of Food ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den wir hier auf diesem Kanal bereits analysiert haben. Mit dabei ist auch ein normaler MSCI World ETF von iShares. Außerdem vergleichen wir diesen RISE ETF mit dem Xtrackers MSCI World ESG ETF, welcher Unternehmen aus den Industrienationen in Verbindung mit geringer Kohlenstoffemission, Umweltschutz und anderen ESG-Kriterien priorisiert. Theoretisch setzt man hier auf einen ETF, der anstrebt, möglichst nachhaltig zu sein, sofern man glaubt, dass die ESG-Kriterien das gewährleisten können. Außerdem vergleichen wir diesen RISE ETF mit dem iShares Stocks Europe 600 Food and Beverage ETF, der in Lebensmittel- und Getränkeunternehmen aus Europa investiert. Im Vergleich seit August 2020, was eben der längste verfügbare Zeitraum für einen Vergleich ist, da der RISE Sustainable Future of Food ETF noch nicht länger verfügbar ist, sehen wir, dass der RISE ETF zu Beginn dieses kurzen Zeitraums sogar zeitweise von der Performance her vorne lag, hinten heraus ab Mitte 2021 jedoch kräftig an Performance eingebüßt hat und letztendlich sogar hinter dem ebenfalls eher mäßig laufenden iShares Stocks Europe 600 Food and Beverage ETF liegt. Die breit gestreuten World ETFs liegen am Ende deutlich vorne. Der MSCI World ESG ETF kommt auf 42,5% Rendite in diesem Zeitraum, gefolgt vom MSCI World ETF ohne ESG-Filterung von iShares, der auf knapp 38% kommt. Dahinter liegt der Vanguard FTSE All World ETF mit knapp 35%. Der Europe Food and Beverage ETF kommt auf 23,6% und der RISE Sustainable Future of Food ETF nur auf 22% Rendite. Wenn wir ehrlich sind, ist dieses Ranking zwar ganz interessant, jedoch ein viel zu kurzer Zeitraum, um daraus irgendetwas erahnen zu können. Da der RISE ETF lediglich 45 Aktien beinhaltet, die World ETFs aber in der Regel mehrere tausend Aktien abbilden, ist es logisch, dass das Risiko hier beim RISE ETF aufgrund der geringen Diversifikation
und diese auch nur innerhalb einer Branche, beim RISE ETF sehr hoch ist. Demnach wird der Kurs des ETFs wohl zukünftig auch wesentlich stärker schwanken und möglicherweise heftigere Ausschläge auch in negativer Richtung durchleben müssen. Die Historie hinter dem Index zu diesem ETF gibt es aber immerhin schon seit März 2015, wenngleich es keine öffentliche Plattform gibt, auf der sich der Foxbury Thematica Research Sustainable Future of Food Index vernünftig mit verschiedenen anderen Indizes vergleichen lässt. Von 2015 an bis heute hat der Index immerhin 96% an Performance erzielt. Der MSCI World Index kommt im selben Zeitraum auf ca. 85%. Demnach hätte der Index hinter dem RISE ETF in diesem Zeitraum sogar eine bessere Performance erzielt, da diese Überperformance vor allem in einem sehr kurzen Zeitraum realisiert wurde, wo beispielsweise viele Anleger erst im Nachhinein auf den Zug aufgesprungen sind. Lange Zeit lief der Index in etwa genauso gut wie verschiedene Weltindizes und das bei deutlich höherem Risiko. Daher gibt es für die Performance insgesamt 2,5 von 5 Sterne. Sobald hier ein längerer Vergleichszeitraum verfügbar ist und sich dieser gute Trend aus dem Index fortsetzt, auch langfristig, wäre natürlich auch mehr Sterne möglich. Aufgrund des größeren Risikos bei der geringen Anzahl an Aktien im ETF ist anzunehmen, dass der ETF phasenweise den breiten Markt schlagen kann, dafür in anderen Phasen aber auch kontinuierlich schlechter performen wird. Das höhere Risiko ist allerdings eben auch kein Garant für eine größere Rendite auf lange Sicht. Die Unternehmen und Aktien müssen also einen der hier abgebildeten Themenbereiche abdecken und in diesem Themengebiet dann eine möglichst hohe Stufe erreichen. Und das schaffen sie eben durch Umsätze und Gewinne in diesen Themenbereichen, wie eben im ersten Kapitel geschildert. Greifen wir uns jetzt hier einige Untersegmente der Lebensmittel- und Landwirtschaftsbranche heraus, um die Prognose für den allgemeinen Markt etwas näher kennenzulernen. Smart Agriculture, was die IT-gestützte Landwirtschaft beschreibt, wo ein hoher Automatisierungsgrad mit digitaler Unterstützung in den Geräten im Fokus ist. Dieser Markt soll sich zwischen 2017 und 2022 mehr als verdoppelt haben. Ein Untersegment wiederum hiervon ist die Präzisionslandwirtschaft. Die prognostizierte Marktgröße der Präzisionslandwirtschaft, deren Ziel es ist, die Unterschiede des jeweiligen Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zum Beispiel zu berücksichtigen, soll von 2021 von mehr als 7 Milliarden Dollar bis 2023 auf beinahe 10 Milliarden Dollar anwachsen. Also ein Wachstum von beinahe ca. 30-40% in 2 Jahren. Der Markt der phytogenen Futtermittelzusatzstoffe soll von 2022 auf 2023 sehr stark wachsen, ebenfalls um mehr als 40% auf mehr als 1 Milliarde Dollar. Diese absoluten, aber doch recht kleinen Zahlen belegen auch, dass die einzelnen Untersegmente des Lebensmittels- und Landwirtschaftssektor natürlich für sich genommen recht klein sind. Im ETF sind die USA deutlich übergewichtet. In der Verteilung der Marktanteile in der Präzisionslandwirtschaft zum Beispiel sehen wir, dass dies auch der tatsächlichen Verteilung im Markt entspricht. Europa liegt hier noch vor Asien, die im ETF hier aber auch mit Taiwan, Japan und Südkorea vertreten sind. Letztendlich ist die Abbildung einer Aktiengemeinschaft, die sich Future of Food nennt, natürlich ein dehnbarer Begriff. Ob A, Unternehmen mit schwer vergleichbarem Bezug zu Themen wie pflanzliche und Bio-Lebensmittel, Präzisionslandwirtschaft, Wassertechnologie oder nachhaltige Verpackungen diesen Markt vollständig abbilden, kann man nicht wissen. Und B, ob genau diese im Index enthaltenen Unternehmen dann den Markt vollständig abbilden, denn ja, letztendlich reicht es ja nicht nur, diese Themenbereiche zu nennen, sondern man muss wirklich ja die Unternehmen, auch sämtliche Unternehmen, die für dieses Thema Future of Food relevant wären, theoretisch wirklich auch im ETF enthalten haben. Ja, ob das überhaupt möglich ist, kann man gar nicht wissen und ob das hier erfolgt. Hier muss man dem ETF- und Indexanbieter Vertrauen und Glauben schenken. Wie wird sich diese Branche in Zukunft entwickeln? Wir haben die Kennzahlen gesehen, dass die Margen der Unternehmen im ETF heute relativ schwach sind. Gerade auch die Landwirtschaft und der Lebensmittelsektor skalieren im Zuge der Digitalisierung, sprich eben auch Smart Agriculture, natürlich ganz gut. Aber reicht das auch aus, um eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen im Vergleich zu einem weltweit gestreuten ETF, der nach Marktkapitalisierung gewichtet und da er zurzeit viele Tech-Unternehmen mit sehr guten Margen in den größten Positionen besitzt? Grundsätzlich gibt es für die Branche ja gute Aussichten, wie wir gesehen haben, wenngleich auch kein übermäßig unerwartetes Wachstum und das hohe KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, beziehungsweise auch teilweise nicht ermittelbare KGV bei vielen Aktien, lässt hier auch darauf schließen, dass diese Erwartungen, dass nachhaltige Lebensmittel und eine nachhaltige Landwirtschaft in Zukunft boomen werden, bereits seit langem in den Kursen der Aktien eingepreist sind. Diese Hoffnung sozusagen. Daher gibt es in der Kategorie nur 3 von 5 Sternen.
Für das gering diversifizierte Portfolio und den sehr aktiv gemanagt anmutenden Index gibt es nur 2 von 5 Sterne. Für die recht durchschnittliche Gesamtkostenquote und das Fondsvolumen gibt es 3 von 5 Sterne in den Produktkriterien. Für die Performance hat der ETF 2,5 von 5 Sterne abgestaubt. Der Betrachtungszeitraum ist einfach viel zu kurz. In der Prognose gibt es für den Gesamtmarkt, den der ETF abbildet, 3 von 5 Sterne. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 2,625 Sterne, den ich auf 2,5 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung: Ich persönlich bin kein Fan von derartigen Branchenwetten. Die geringe Anzahl an Aktien und generell sehr geringe Diversifikation des ETFs kann natürlich zu einer phasenweisen Überrendite führen. Allerdings gibt es hier, anders als zum Beispiel bei einem Information Technology ETF von Xtrackers, der ja ebenfalls ein Branchen-ETF ist, eben eine noch geringere Streuung und viel zu wenig historische Daten, sowohl über die Unternehmen und natürlich auch kaum welche über die Index-Performance oder den ETF an sich. Für wen die angewendete Strategie genau die richtige ist oder der Sektor besonders interessant ist, für den leistet der ETF fairerweise natürlich aber auch genau das, was er beschreibt. Aber natürlich auch unter dem Einfluss einer teilweise subjektiven Auswahl und Interpretation dessen, welche Aktien eben in den Index aufgenommen werden, was eben durch den Indexanbieter Foxberry bzw. vielmehr durch die Firma Thematica entschieden wird. Wenn ich den ETF besparen würde, dann würde ich ihn maximal als Beimischung mit 5 bis 10% zu meinem Portfolio dazugeben. 10% wäre mir aber für die 45 Unternehmen eigentlich schon wieder viel zu viel. Positiv hingegen ist allerdings zu erwähnen, dass der ETF bei seinen größten Aktien kaum Überschneidungen mit beispielsweise einem MSCI World ETF besitzt, was wiederum bedeutet, dass zumindest kein übermäßiges Klumpenrisiko besteht. Welche Aktien und ETFs ich bespare, seht ihr übrigens in diesem Video, verlinkt auf dem i und in der Videobeschreibung. Ein Alternativ-ETF mit breiterer Streuung wäre der iShares Agribusiness ETF. Allerdings besitzt dieser ETF ausschließlich einen Fokus auf das Thema Landwirtschaft und beinhaltet nicht derartige Nachhaltigkeitsaspekte wie der vorgestellte Rice ETF. Wie seht ihr den Rice Sustainable Future of Food ETF und wie steht ihr zu derartig speziellen Branchen-ETFs? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse ich in Zukunft machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder mit der nächsten Aktienanalyse. Die Mitglieder stimmen heute ab, welche Aktie es werden soll. Bleibt gesund, bis dann, ciao. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.